Chelsea, Juve und Man City waren an dir dran. Stimmt das? Das ist eine gute Frage. Gehe ich mit. Ich bin Single. 2 Döner, also mehr auf jeden Fall. Die Frage ist sehr, sehr gemein. Ja, ich weiß. Fußball 2000 ist heute hier in Kentucky Collins 2000. Namdi Collins bei uns zu Gast. Oder ich bin Phil, das ist Collins und zusammen singen wir jetzt Best of Phil Collins. Kannst du ein bisschen was? Nee, Namdi? ich kann gar nichts. Es ist nicht deine Zeit. Vor meiner Zeit. Was ist so deine Musik? Boah, meine Musik, viel Rap, viel US-Rap, also so Lil Baby sagt den meisten, glaube ich, was, Gunna so. Guck mal, dafür bin ich zu alt, verrückt. Ja, genau. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich denke mal, viele kennen es jetzt. Also, Kannst du Gunna, ruhig sagen, ist gar kein Problem. Hörst du auch Pharrell Williams? Ja, den kenne ich. Den kennst du? Den kenne ich tatsächlich, ja, aber nee, habe ich jetzt auch nicht so viel mit am Hut, um ehrlich zu sein. Wissen vielleicht auch die wenigsten, denn dein erster Vorname ist Pharrell. Pharrell Namdi Collins. Jetzt hätte ich fast Williams gesagt. Aber du bist einfach nur Namdi gerufen, schon immer? Genau, ja, schon immer. Also hat schon als kleiner Junge irgendwie kristallisiert, sage ich jetzt mal. Und irgendwie habe ich das dann einfach übernommen. Und jetzt macht es auch keinen Sinn mehr, irgendwie anzufangen zu sagen, ja, nennt mich jetzt bitte alle Pharrell. Ich will nicht mehr Namdi genannt werden. Deshalb, nee, aber ich mag den Namen auch. Deshalb passt so. Hat Namdi irgendeine spezielle Bedeutung? Hast du ja nigerianische Wurzeln? Ja, genau. Also das heißt sowas wie mein Vater lebt mäßig oder König. Okay. Genau, aber Krass, sehr gut. ja. Haben sich meine Eltern was bei gedacht, würde ich mal sagen. Aber Vollmaschine heißt es nicht zufällig auf Deutsch, Nee, oder? Vollmaschine heißt es nicht. Weil wir haben uns natürlich ein bisschen informiert im Vorfeld, ne, rund um die Mannschaft. Und da gibt es nicht wenige, die sagen, wenn man sie fragt, was assoziierst du mit Namdi Collins? Alle sagen, Namdi, boah, brutale Vollmaschine. Gibt schlechtere Komplimente als Vollmaschine, oder? Ja, definitiv. Freut mich natürlich zu hören. Ich bin ja physischer Spieler, Ja. weiß ich ja selbst auch. Und wenn es dann aber auch noch so bei den Fans ankommt, rüberkommt, dass ich da als Vollmaschine sogar genannt werde oder betitelt werde, ja, freut mich umso mehr auf jeden Fall. Wie wird man denn zur Vollmaschine? Wie wird man? Wird man zur Vollmaschine? Gute Frage. Ich würde sagen, ja, gute Gene mitbekommen. Aha. Das ist, glaube ich, so die Basis. Und Ja. dann ja immer dran geblieben so. Und klar bringe ich das auch natürlich dann immer viel in mein Spiel mit ein, so diese Körperlichkeit. Ich brauche es einfach, um ein gutes Spiel zu machen. Und eins ergibt dann, ja, das andere, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also eins kommt zum anderen und irgendwie werde ich dann von allen so genannt oder von den Fans eher gesagt. Aber spezielles Vollmaschinen-Workout hast du jetzt nicht, dass du hier mal raushauen kannst, so als Ich habe jetzt keine irgendwie so einen Fitnesscoach, irgendwelche Tipps, da bin ich raus. Da gibt's wahrscheinlich viel bessere Leute, die euch da irgendwie Tipps geben können, aber ich habe da natürlich meinen Plan auf jeden Fall. Mir hat auch jemand aus dem Trainerteam gesagt, der Namdi hat einfach vom lieben Gott einfach sehr viel mitbekommen. Kann man das so unterschreiben? Ja, ist lieb auf jeden Fall. Ich will da jetzt nicht irgendwie mich da hochpushen, weißt du, aber Ja, alles gut. ist lieb auf jeden Fall. Ja. Ich habe in einem Scouting-Report über dich gelesen, dass du in der B-Jugend mit den Gleichaltrigen körperlich unterfordert warst. Stimmt das? Hat sich das damals so angefühlt? Also ich habe im Jugendbereich schon, ich habe schon lange im Jugendbereich gespielt so. Ja. Habe auch sehr, sehr lange in der U19 dann gespielt. 3 Jahre waren es insgesamt. Also ich glaube, ich habe angefangen mit 17 in der U19 zu spielen. Am Ende war ich, keine Ahnung. Krass. Ja, also kann schon sagen, dass man dann gerade im letzten Jahr schon irgendwie das Gefühl hatte, dass ich von rein körperlicher Seite schon ein Stück weit unterfordert war, was auch dann Sinn macht, wenn man 3 Jahre in einer Jugend verbringt. So. Total. Und ich habe gelesen, Chelsea, Juve und Man City waren an dir dran zu dieser Zeit. Stimmt das? Ja, so konkret hatte ich eigentlich nur mit Chelsea Kontakt. So, das war das Konkretste, das kann man ja so sagen, weil es ist ja schon ewig her. Aber mir war eigentlich schon immer recht früh klar, welchen Weg ich gehen will. So. Den zur Eintracht. Ja, genau, den zur Eintracht. Ich habe das alles so geplant. Ja, klar. Deshalb, Was sonst? aber hat sich dann alles so ergeben und ich bin auch sehr glücklich darüber, ja. Cool. Was ich auch noch gehört habe über dich, ich zitiere, er ist ein Chiller und ein Gauner. Erklär das. Ja, ein Gauner ist mir auch neu tatsächlich. Chiller habe ich schon des Öfteren gehört. So, ich komme halt sehr chillig rüber. Also ich nehme das jetzt mal so heraus, sage ich jetzt mal, aber ich nehme es
ja, positiv eigentlich auf. Also, ich finde, chillig sein ist, schon eine gute Eigenschaft Total. so, ne? Klar, in manchen Momenten ist, der gewisse Konzentration und all das, was zum Fußball dazugehört, natürlich sehr wichtig. Aber ich meine jetzt gerade off the pitch und so auch mal runterkommen, ja, Zeit für sich finden oder einfach 'n Ruhepol zu sein, ist schon Ja. wichtig auf jeden Fall, ja. Du lachst sehr viel. Heute, Ja, du lachst wieder sehr viel. Und das ist ja. schön zu sehen, finde ich, denn ich glaube, wir haben alle noch diese Bilder aus diesem Sommer vor Augen, dieses U21 EM-Drama gegen Ah, England. ja. Wie lange hat das gedauert, um das so ein bisschen rauszubekommen aus der Birne, aber auch aus dem Herzen? Weil das hat euch schon hart umgeworfen, ne? Ja, also, wir sind ja schon, mit der Einstellung reingegangen, dass wir das Finale auch natürlich gewinnen, wenn wir schon so weit kommen, ne? War 'n richtig schönes Turnier mit tollen Erfahrungen, aber letztendlich wollen wir ja alle irgendwie das Turnier, gewinnen. Klar. Wir spielen, um zu gewinnen und, umso mehr hat's wehgetan, als wir dann, vom Platz gehen mussten mit dieser Niederlage. Wir haben's so in alles reingeworfen, Team Spirit war da, war wirklich ein unfassbar schönes Turnier und deshalb, habe ich gar nicht mal so lange gebraucht, um damit abzuschließen, weil ich einfach A, von mir persönlich, sagen kann, ich habe alles auf dem Platz gelassen. Mhm. Ich habe mich nicht irgendwie versteckt oder sonst was. Ja, Ich habe schon wirklich probiert, der Mannschaft zu helfen und denen was zu geben. Und, B, einfach, dass die Mannschaft auch so zusammengehalten hat. Ich weiß, ich kann von jedem Spieler ins Gesicht gucken und sagen so: sehr „Ey, du cool. hast alles auf dem Platz Top. gelassen“, so. Ja, Und, ja, das fand ich einfach so toll ja. zu sehen und deshalb hat mich das da auch klar, in dem Moment hat mir das sehr wehgetan, vielleicht ein 2 Tage auch noch danach, aber dann war ich auch schon Richtung, ja, Urlaubsmodus und runterkommen und, ready sein für die nächste Saison, ne? Wieder in den Chill-Modus gekommen. Ja, genau. Hat's da eigentlich geholfen, dass du mit Ansgar jemanden dabei hattest, dem du nicht nur hier bei der Eintracht kickst, sondern ihr kennt euch aus der Dortmunder Jugend auch, ne? Ja. Schon lange, dass du da jemanden hast, mit dem du das auch so ein bisschen aufarbeiten kannst dann im Zweifel? Ja, definitiv. Also, ich meine, Ansgar ist auch mega erfahren jetzt schon, ist richtig, lang dabei, auch schon im Profibereich, ja auch in der U21 auch schon, richtig lang dabei jetzt gewesen. Ist natürlich ein Typ, mit dem man über solche Sachen sehr, sehr gut reden kann, wenn da vielleicht mal Bedarf gewesen wäre. Aber wir haben auch schon vorm Turnier oder während des Turniers immer wir sind Fußballer, also klar gehen wir auch davon aus, dass man mal das ein oder andere Spiel, leider verlieren, muss, so. Ja, Also, ne, wir wollen alle immer gewinnen, aber das ist halt leider die ja, blöde Seite, sage ich jetzt mal, des Fußballs. Es muss immer einen Verlierer geben, gerade in so ja, K.O.-Systemen. Deshalb hat uns das jetzt nicht komplett, ja. aus dem Leben geholt oder sonst was, aber hat natürlich sau wehgetan, ja. Aber ist trotzdem schön, glaube ich, wenn man jemanden wie Ansgar hat. Habt ihr Ja. so 'ne kleine Bromance seit Dortmunder Zeiten? Kann man das Ja, sagen, auf oder? jeden Fall. Also, wir kennen Ja, uns schon so lange. Es wir verstehen uns gut, auch schon zur Dortmunder Zeit. So ist, glaube ja. ich, so ein Selbstläufer einfach dann. Ja. Wir haben die Fußball 2000 Community auch gefragt, was habt ihr für Fragen an die Vollmaschine, an Nnamdi Collins? Zunächst mal lasst bitte alle ein Like da, dafür, dass der junge Mann hier in diesem wirklich harten Trainingslager sich noch Zeit nimmt für uns, für euch. Ich fange mal an mit den Fragen aus der Fußball Ja. 2000 Community. Erste Frage finde ich auch sehr spannend. Was ist eigentlich deine Lieblingsposition? Weil du kannst innen spielen, kannst rechts spielen. Wenn du wählen dürftest, was wäre deine Lieblingsposition? Das ist eine gute Frage. Ja, Die habe ich auch schon des Öfteren sogar, gestellt bekommen, aber also, letztendlich ist mir das eigentlich relativ egal. Hauptsache, ich spiele. Ich will der ja. Mannschaft helfen, aber, ich sehe mich dann schon eher also, ich fühle mich wohler als Innenverteidiger, Mhm. einfach weil ich das die ganze Jugend weggespielt habe. Mhm. So RV spiele ich jetzt, grad mal also, im Profibereich habe ich damit angefangen, auf dieser Position zu spielen. Ich habe noch nie, je zuvor auf dieser Position gekickt. Aber natürlich macht mir RV auch mega mega Spaß. Weil du auch den Deshalb, Speed ne? hast natürlich, ne? Ja, genau, ist komplett 'n anderes Spiel noch mal als Innenverteidiger, aber irgendwie die andere Seite einfach zu sehen oder was anderes zu sehen, das Mhm. fand ich mega aufregend, mega spannend und umso mehr hat's mich gefreut, einfach auf, hohem Niveau, zeigen zu können, dass ich da, Ja, ja, auch, zocken kann. ja. Und ja, letztendlich ist mir das, wie gesagt, egal, aber wenn man mich jetzt so fragt, würde ich dann schon Innenverteidiger Ah, sagen, weil wir ja. alle noch die Bilder vor Augen haben, wie du im Gladbach-Spiel da die Linie entlang geflogen bist. Das war ziemlich Ja, überragend. mein erstes Spiel, Props ja. dafür. Was sagst Danke. du zum Abgang von Hecki und wie viel Gedanken machst du dir um den Sturm? Ja, also ich bin ja noch nicht allzu lange jetzt bei der Mannschaft, aufgrund der EM einfach. Aber wir haben ja alle schon irgendwie ein Stück weit damit gerechnet, dass es passieren kann, dass Ecki geht, weil er einfach eine saugute Saison gespielt hat Mhm. und wir wissen alle, wie der Fußball ist. Hat das mit Omar war's eigentlich relativ dasselbe so. Er freut mich mega für den Jungen. Ja, aber über
Sorgen oder Gedanken Nee, über ne? den Sturm mache ich mir überhaupt nicht. Also wir haben da super Spieler nach wie vor. Wir haben ein Trainerteam, ich glaube, jeder in der Mannschaft schenkt dem Trainerteam das absolute Vertrauen, da immer die bestmögliche Elf aufzustellen. Und deshalb mache ich mir da als Spieler auch überhaupt Sehr gar gut. keine Gedanken. Warum die Rückennummer 34 wird gefragt? Ja, das war einfach so. Ich war Zugeteilt bekommen. Genau, Ja. zugeteilt bekommen Okay. und da auch nie irgendwie was versucht zu ändern. Ja. Okay. Welchen Champions League-Gegner wünschst du dir auswärts? Liverpool. Liverpool. Das ist ziemlich Gehe ich einfach. mit. Gehen Ja, wir alle das mit, ist oder? ziemlich leicht. Also Ja. das ist mein Lieblingsverein so, Ah, okay. also schon seit klein auf so, deshalb Anfield Road, was will man da noch irgendwie sagen? Also natürlich wünscht man sich das Ja. dann, ne? Und ist einer der wenigen großen Namen, die der Eintracht noch fehlen jetzt in den letzten Europapokaljahren. Verstanden. Dann soll ich dich fragen, hast du eine Freundin? Nee. Ich bin Single. Das ist gut, weil sonst hätten wir jetzt auf einen Schlag wahrscheinlich 10.000 Abos weniger. Von daher. Interessant. Okay, gut. Ja, lassen wir mal so stehen. Einfach, ja. Wie viele Döner hintereinander könntest du essen? Boah, ich bin generell nicht so der Typ, der so viel isst, um ehrlich zu sein. Ich esse eher so in kleinen Portionen, aber dann mehrmals am Tag. Deshalb würde ich sagen, boah. Kannst du 5 Döner am Tag essen? Ja, Fünfmal einen Döner. wenn ich so richtig Hunger habe, dann hintereinander jetzt, dann würde ich sagen 2 Döner. Also mehr auf jeden Fall nicht. Aber lieber Burger, habe ich mir sagen lassen. Ja, lieber Burger. Lieber Burger. Passt. Okay. Und zum Schluss machen wir noch eine kleine Schnellraterunde oder ein Schnellspiel. Und zwar spielen wir entweder oder. Ich nenne dir 2 Innenverteidigernamen und du sagst, welcher der beiden bei dir immer spielen würde. Okay? Immer spielen. Okay. Let's go. Hummels oder Boateng? Hummels. Hummels oder Rüdiger? Boah. Hummels. Hummels oder Sergio Ramos? Sergio Ramos. Sergio Ramos oder Virgil van Dijk? Virgil van Dijk. Van Dijk oder Robin Koch? Opa. Die Frage ist sehr, sehr gemein. Ja, ich weiß. Nee, aber Van Dijk ist so mein absolutes Vorbild, deshalb gehe ich da auch mit Van Dijk, ja. Van Dijk oder Arthur Theat? Van Dijk. Okay, aber jetzt wird's richtig gemein. Ja. Van Dijk oder Nnamdi Collins? Ja, da gehe ich auch 100% mit Van Dijk. Also, Van Dijk spielt immer bei Van Nnamdi Dijk spielt Collins. immer. Sehr gerne. Ciao, ciao. Die Eintracht zu Gast im Sommertrainingslager hier in Louisville, Kentucky. So weit weg von euch, aber wir sind ganz nah dran für euch. Jeden Tag mit frischen Eindrücken hier das Tagebuch aus dem Trainingslager. Guckt es euch bitte an und seid so gut gefühlt wie live dabei.